Karmann Dexter 570 4x4 auf Basis Ford Transit. Ja, Karmann, sagt dir das was? Nein, wieder was ganz Neues für mich. Was ganz Neues, ja. Karmann, das ist eine sehr, sehr bekannte Marke. Die haben unter anderem sogar Fahrzeuge gebaut, sind aber sehr bekannt, weil sie Cabrios umbauen. Ah, okay. Da gibt es also ganz, ganz tolle Fahrzeuge, die Karmann heißen. Das machen die sehr, sehr lange. Und wir werden heute mal ein Fahrzeug vorstellen, was sehr hoch ist, mit Hochdach und was dir auf Anhieb wirklich gut gefallen hat. Definitiv. Also ich habe es von Weitem gesehen, habe gedacht, ja, cooles Fahrzeug, wahrscheinlich auch die Farbe. Und weil es doch recht kompakt aussieht von Weitem. Ja, Karmann Dexter 570, Kamera 4x4, also Allradantrieb. Damit kommst du auch im, sag mal, etwas unebenen Gelände gut raus. Mhm. Oder im Bergischen, ne? Einzelbetten, ist ja auch das Thema, was viele wollen. Und wirklich mit einer guten Ausstattung kostet, wie hier steht, 56.900 € mit 16% Mehrwertsteuer. Und wir haben noch einen kleinen Bruder daneben stehen, den werden wir gleich mal zeigen. Das ist ein Karmann 570 4x4 mit Anhängerkupplung. Praktisch das gleiche in einer etwas anderen Farbe, weil viele ja sagen, naja, schwarz ist vielleicht nicht so mein Ding. Aber so eine Bronze, Silber, das könnte es denn sein. Sehr elegant. Sehr elegant. Sehr elegant. Ist ein bisschen anders. Also er wirkt viel größer, oder? Als die Fiat Ducatos. Er wirkt höher. Ja, er wirkt größer. So, wir gehen mal rein. Das liegt daran, er ist höher. Das heißt also, wir haben eine Hochdachversion. Ich weiß nicht, ob es die höchste ist, aber sie ist sehr hoch. Stelle ich mal gerade daneben. Arme Steffi. Gut, du bist 1,60 Meter. Ja. Mach mal auf, bitte. Gucken wir mal rein. Mal so ein kurzes Sneak Preview. Einfach ziehen. Komm. Das Auto wäre schon nichts für dich, aber du musst üben. Karmann. Oh. Toll, oder? Sieht aus wie so ein DJ-Pult von hier. Guck mal, wenn du hier stehst, dann denkst du irgendwie DJ-Pult und das hat auch was von einer Yacht. So im ersten Moment. So, der erste Eindruck zählt auch manchmal, oder? Der erste Eindruck zählt. Also der erste Eindruck hat mich direkt überzeugt. Sehr schön. Weiß, Karmann steht an der Seite drauf. Sehr schick. Das ist sehr schick. So, und jetzt gehen wir mal nach hinten. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Eiswagen, wo der steht. Klingeling. Der fahrende DJ oder der fahrende, so ein bisschen Show-Cooking kannst du. Show-Cooking hat sie gesagt. So sieht er von hinten aus. Und so sieht der, ja, ich denke mal, es ist so ein Silber-Bronze. Sieht der zweite von hinten aus. Quasi der Bruder mit Anhängerkupplung, der da ist. Und so sieht er von der anderen Seite aus. Schon schick. Er hat was Besonderes, hat eine Truma D, eine Dieselheizung drin. Beide haben eine Truma D und das sieht man hier. An der Seite ist nämlich der Auslass. Das heißt, hier wird mit Diesel geheizt. Da ist die Heizung mit drin. Hier ist der Strom. Hier bin ich. Das Starke an dem Gerät, ich habe es gerade eben kurz erläutert, du heizt hier nicht mit Gas, sondern du hast Gas nur noch zum Kochen, brauchst ganz wenig Gas, du heizt hier mit Diesel. Mit Diesel? Ja, der zieht sich das Diesel aus dem Tank wie praktisch die Heizung zu Hause, weißt du, so eine Heizölheizung. Ist das dann nicht sehr teuer durch das Benzin? Oder Nee, es ist Diesel, nee, gar nicht. Okay. Also du kannst sagen 0,2 Liter ungefähr pro Stunde. Das heißt also, wenn du, ich sag mal, jetzt einen Euro kaufst, das Gas ist ja auch nicht billig. So eine Flasche kostet 22 €. Da, ich sag mal, der Vorteil ist, du hast da den ganzen Dieseltank. Ja. Also wenn du den voll machst, 70 Liter, 80 Liter, 90 Liter, dann kannst du lange heizen. Das ist so. Wenn du mal hinten aufmachst, dann zeige ich dir das mal. Es gibt nämlich einige tolle Dinge, die man hier sehen kann. Hier oben ist die Rückfahrkamera integriert. Du merkst, es ist riesig, oder? Im Vergleich zum anderen. Riesig, also es ist echt hoch. Bei dem anderen hatte ich ja direkt hier das Bett und da komme ich fast gar nicht dran. Das stimmt, es ist viel höher. Und hier siehst du auch, also alles ist wirklich größer. Aber das Fahrzeug ist auch größer. Das heißt, ein ganz anderes Fahrgefühl, aber du gewöhnst dich an alles. Das ist also im Prinzip, womit du anfängst, spielt keine Rolle. Nach einer Zeit bist du so fit da drin. Du kannst hier zuziehen. Hat natürlich den Vorteil, dass du es auch mal auflassen könntest. Bisschen Durchzug. Bisschen Durchzug machen. Hier vorne hast du dann, guck mal hier, das Durchreichen. Krass, wie viel Platz. Wahnsinn, ja. Ganz viele Schränke, ne? Ja. Wie man sieht hier unten. Und hier ist eine Besonderheit. Genau, mach mal auf. Also 4x4 Antrieb. Das ist auch der Grund, warum der hier so hoch baut. Weil der Antrieb, hier hast du dein Gasfach, aber du siehst,
Das Gas ist eigentlich nur noch zum Kochen da. Das werden wir gleich mal zeigen, denn einige Dinge sind hier anders gelöst. Hier hast du deine Außendusche. Du hast 2 riesige Fenster, die du in dem Fall jetzt nicht öffnen kannst. Die sind aber innen foliert, dass also die Leute jetzt nicht da irgendwie bei dir reingucken können. Deswegen kannst du hier auch diesen Vorhang zumachen, weil du hast kein Fliegengitter im Fenster. Ah ja, okay. Das ist aber so schwarz, dass du selbst, wenn es hier offen ist, dich kaum erkennen kann. Das heißt, wenn du jetzt innen bist und stehst draußen in der Sonne und ich konnte dich schon kaum sehen, also innen sieht man fast gar nichts. Das ist auf jeden Fall praktisch. Kann man machen, was man möchte, du wirst nicht gesehen. Das stimmt. Licht, ja, mach mal zu. Längsbetten, das große Thema. Sehr beliebt. Wir reden über ein Allradfahrzeug. Das ist also auch vielleicht das Thema. Also ich komme hier wirklich oft weiter, wo ich mit einem anderen vielleicht mal irgendwie stecken bleibe, auf dem Campingplatz und so weiter. Und hier habe ich einen 4x4 auf Ford Transit 2,0, 170 PS und ja, bis 3,5 Tonnen fahrbar mit allem drum und dran. 56,9. Ja, wir steigen mal ein. Ich geh mal rein kurz vor dir. Hier vorne das Brettchen kennst du schon. Mach mal also leicht hoch, dass es nicht einloggt. Da kann man die Arbeitsplatte praktisch verlängern. Das Ganze ist sehr stabil. Kannst also auch mal einen schweren Kochtopf drauf machen. Da kannst du hier die Stufe rausfahren, hier an der Seite. Ne, hier guck mal, hier ist ein Schalter. Siehst du da an der Seite? Da oben drüber. Du kannst du rausmachen, ist jetzt nicht angeschlossen im Messebetrieb, aber unten hast du einen Schuhschrank mit drin. Steckdose 230 Volt, Schuhschrank. Oder auch nicht. Ups, was ist das? Das ist wahrscheinlich Geheimfach. Schlüssel. Kleines Geheimfach. Aber es könnte sein, dass hier nämlich eine Schublade ist. Und die Schublade, ne, es ist ein Geheimfach tatsächlich. Kannst du also was reinmachen, Zeitschriften oder irgendwas anderes. Fake-Fach. Ein Fake-Fach. Okay, also ist auf jeden Fall schon ein bisschen höher. Man kommt aber rein, auch ohne die Stufe. Siehst du hier hinten den Platz? Ja, sehr breit. Und Und ich sehr, finde das ja geil, ne? Das ist ja total edel. Also du kommst rein und hast hier direkt so ein... Ja, es ist super, super stylisch. so Hochglanz. Also hier Hochglanz und hier natürlich auch viel größer. Der verchromte Wasserhahn, modern, wie zu Hause. Da vorne, da ist dann noch ein Kocher, der wird komplett abgedeckt, den man gerade öffnest. Auch schick, oder? Auch schick. Also es sieht doch geil aus. Vor allem, du kochst hier oder jemand kocht und du sitzt da und dann kannst du dich unterhalten oder wirklich Showcooking machen. Ne? So ein bisschen von hier oben, so das ist deine Bühne. Dein DJ, da vorne, da sind deine meine Plattenteller. Genau. Das Und alles ist zusammen, das ist alles eben, du kannst es gut reinigen. Vorne hast du die Platte mit drauf. Sieht wirklich schick aus. Ist schon schick. Ich glaube, so der erste Eindruck zählt doch, oder? Erster Eindruck zählt und ich würde fast sagen, so, ich würde mich jetzt nochmal umentscheiden von dem ersten, Von dem 45er. ja, auf diesen hier. Den schwarzen oder den bronzen? Ja, ich weiß nicht, ob der von innen genauso aussieht. Genauso. Ist genauso. Boah, da würde mir die Entscheidung echt schwer fallen. Ich glaube, Schwarz wird schnell dreckig. ich finde Bronze auch schon ganz cool. Naja, aber das kann man dir überlassen dann. Ja, So, Kühlschrank, das ist jetzt was Besonderes. Ein Kompressorkühlschrank. sehe ich schon. Muss man, ah ja. Das ist also jetzt kein Gaskühlschrank, sondern der läuft mit Strom. Aber sehr, sehr sparsam. Der Vorteil ist, der macht richtig, richtig kalt. Also die Gaskühlschränke haben das Problem manchmal, wenn es draußen sehr heiß ist, dann klappen die nicht mehr richtig. Aber der hier, Kompressor geht immer. Ja, viel Platz. Und man muss das hier auf jeden Fall einhaken. Das hält er wahrscheinlich nicht. Nee, es ist nur für die Fahrt. Ah, ist nur für die Fahrt, okay. Also du kannst es im Betrieb offen lassen. Fächer. Auch hier Soft Close, die funktionieren. Soft Close, die funktionieren. Ups, auch viel Platz. Und oben hast du noch viel mehr Platz. Du hast eine durchgehende Leiste hier. Also Karmann macht das schon richtig gut. Da oben ist das Bedienfeld drin, siehst du? Die Ja, Heizungssteuerung durch einfach ist hier. schick und durchdacht. Dann hier die Taschen, die du hast. Und Längsbetten. Steig mal drauf bitte, dass man mal sieht, wie
lang die sind. Ja, da ist eine Folie drauf. Kannst du ruhig draufgehen mal komplett. Leg dich mal rein. Da ist Platz, oder? Schön, vor allem sehe ich jetzt direkt die Wolken. Das ist geil. Die Fenster sind schon gut, oder? Mega. Richtig schön. Ja. Du hast dich doch eben schon für den 45er entschieden eigentlich. Ja, aber ich habe mich doch nochmal Umentschieden. Ich habe mich doch nochmal umentschieden. Wirklich. Da vorne hast du nochmal ein Fenster. Hier an der Seite hast du ein Fenster. Großer Schrank. Großer Schrank. Leuchten. Hier auch nochmal. Hier die kleinen Taschen. Als Ablagefläche für Handy, Taschentücher, Zeitschriften, Bücher, was auch immer. Großer Schrank. Und großer Schrank. Schränke, Schränke, Schränke. Ganz viele Schränke. Ah, was ist das? Guck mal. Du hast was entdeckt. Ich habe was entdeckt. Du kannst also es hält erstmal von alleine. Dann haben wir hier noch verschiedene Schubladen. Da ist Technik drin und hier, ups, ist auch Die Heizung. Technik. Das ist die Heizung. Das ist dein Handy. Alles. Und da ist die Heizung. Mach mal auf. Dann können wir mal reingucken. Das ist die Dieselheizung, die hier drin ist. Und die riechst du nicht. Und das da unten, das Blaue übrigens, das ist ein Frostwächter. Frostwächter? Ja, wenn es sehr kalt ist, dann wird der Boiler entleert automatisch, damit er nicht zufriert. Dann geht er kaputt. Oder er geht oft kaputt, sagen wir es mal so. Da vorne hast du dann Absperrhähne für die Heizung und Co. Und hinten nochmal wirklich viel Platz, dass du also genug Staufächer. Auf der anderen Seite geht es genauso. Mal runter. Auf der anderen Seite geht's genau. Ups. Boah, Ja, Wahnsinn. durch die Folie habe ich es jetzt gezogen, aber guck mal hier, was man für Platz hat. Wie ein richtiger Bettkasten, den man so in Betten hat. Man kann das von oben oder auch hier von der Seite einfach öffnen. Und hier sind auch 2 Füße dran. Wofür sind die? Oh, das werden wir heute nicht mehr rauskriegen. Das werden wir nicht mehr rauskriegen. Für irgendwas auf jeden Fall stabile Füße. Bestimmt für irgendeinen Tisch. Ja, es kann auch sein, dass du hier mal wieder eine Verlängerung machen kannst. Oder die Verlängerung und dann kann man das hier nochmal ein bisschen aufbauen. abstützen. Genau. Das könnte sogar sein, dass hier vorne, weißt du, dieses Teil, was hinten liegt? Ja. Siehst du das? Ja, Dass das die Verlängerung ist, die du dann einfach einhängst. das kann sein. Dass man. Aber das ist schon riesig, das Bett. Also wenn du das zur Spielwiese umbaust. Das ist schon riesig. So, ich lasse es jetzt so. Einverstanden. Weil ich wollte noch einmal ganz schnell ins Bad. So, das Bad hat diesen schönen. Warte mal, hier ist ein Schrank. Haben wir den schon aufgemacht? Boah, ein Kleiderschrank. Ach krass. Großer. Ja. Wow. Den du unten sogar aufmachen kannst. Du weißt warum? Ah, wenn du was hängen lassen möchtest. Ja, lange was Kleider. noch länger ist. Das ist ja auch geil. Also, Kannst du unten aufmachen, dann kannst das du ist oben mein Auto, sag ich dir. lange Hemden. Das ist echt mein Laden. Dann hast du hier eine richtige Duschabtrennung drin. Du hast mal wieder das kennst du schon, dein Waschbecken, was du ausklappen kannst. Ja. Du hast hier unten die Toilette drin und eine richtig große Dusche. Die hier ist hier hinter. Und da kannst du einfach die Duschabtrennung jetzt mal zumachen. Mach die mal gerade zu, die Duschabtrennung. Die klappt wahrscheinlich richtig zu. Ups, ich hab's so. Ja. Okay. Stefanie Karl und die Duschabtrennungen. Eine Geschichte für sich. Ist so? Ja, das ist so ein bisschen hier raus. Ich glaube, das muss. So, jetzt ist zu. Im Messbetrieb. Also wenn die Autos kommen, wenn man die kriegt, ich weiß nicht, wie viel 100 Leute auch teilweise durch die Autos gehen, so oft ist es manchmal. Aber ich sag mal so, das ist dann so der erste Test. Wenn du, guck mal, wie satt das zugeht. Warte Ja. mal. Zack. So. Und Also wenn du jetzt mal ein wirklich bisschen fest. dran wackelst, ob da irgendwas wackelt. So, und wenn du es zumachst, mach mal zu. Ich geh mal rein. Okay. Und tschüss. Cool. Großer Spiegel, Riesenspiegel dran, direkt im Eingangsbereich. Und dann hast du aber nicht diesen Tisch. Sag mal, das, was du vorher hattest hier. Ah, okay. Der ist hier vorne Der- drin, da kannst du einen einhängen, siehst du? Wo hänge ich den ein? Da. Da genau, wo du stehst, unter dem Spiegel. Alles klar. Kannst Ja, hier einhängen und dann kannst du dich drehen. Das ist halt das optimale Auto für 2 Personen. Wollte ich gerade sagen. Aber mit viel Platz. Auto. Mit viel Platz. Genau. Und Komfort.
auf Für alle, die es Basis ein bisschen schicker möchten. Ford Transit. Wie ist das Fahrgefühl? Ja. Ich würde mich jetzt... Ja, Fahrgefühl ist super. Ist gut? Mhm. Absolut. Ich bin ja noch nie Sechsgangschaltung gefahren, aber im Prinzip... Wie noch nie Sechsgang? Ich bin noch nie Sechsgang. Ich habe doch nur Hast du 5 Gänge? 5. Ich glaube schon, ja. Ein Golf? Oder bin ich jetzt doof? Nee, ich habe nur 5. Und meinst du es schwer mit dem 6. Gang? Nee, glaube ich nicht. Der fährt ja jetzt nicht so viel schneller. Da bräuchte ich dann auf jeden Fall noch mal eine kleine Einweisung. Aber ich darf ja... Schreibt mal einen Kommentar drunter, wie Steffi den 6. Gang einlegen soll. Ja. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Das Licht geht uns automatisch aus nach einer Zeit. Wenn die Batterie nämlich leer ist. Und ja. So, ich verlange nicht, dass du die Sitze drehst. Ich glaube dir einfach, dass es geht. Danke. Dann gehen wir mal raus. Du hast schon darauf gewartet, dass ich das tue. Hier sind wir im Karmann Dexter 570 mit Kamera 4x4, Allrad, Einzelbetten, Navi und so weiter und so fort. Ja, wenn Sie den haben möchten, wir sind bei RS Reisemobile und machen heute großen Bericht ja, über all das Thema Camping, was, glaube ich, in diesem Jahr geboomt hat und auch im nächsten Jahr uns weiterhin begleiten wird. Mit das erste Mal mit Steffi. Ich grüße dich, Steffi. Grüße dich. Wir haben viele Videos gedreht. An der Zahl, wie viele? 20? Ich kann es nicht mehr zählen. Ganz, ganz viele, ganz unterschiedliche, große, kleine, dicke. Also trotzdem stehe ich jetzt hier an meinem absoluten Favorite und ich habe mich auch für die Farbe entschieden. Es ist der Bronzene hinter dir, Karmann. Wir schauen mal ganz kurz rein noch zum Abschluss, wenn wir schon dabei sind. Das ist der gleiche quasi in grün. Steht der mir? Steht hier? Nee, er könnte doch. Nee, ist der gleiche. Mach mal auf. Der sollte dann, hat wahrscheinlich eine andere Farbe drin. Und ja, mache ich gleich auf jeden Fall nochmal ein Foto, aber... So oder so ähnlich. Und hat auch, genau, ist der gleiche in einem etwas anderen Design. Und auch mit den Längsbetten hinten. Ja. Prima. Vielen Dank, Steffi, dass ich mit dir drehen durfte. Ja, ich danke dir. Hat viel Spaß gemacht. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.